Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um das Thema Verlabeln von Meldungen. Was ein Label ist, wie man es anlegt und wie Sie es sinnvoll für Ihre Arbeit einsetzen, zeige ich Ihnen jetzt. Los geht's! Was genau ist ein Label? Nun, Labels sind ähnlich wie Schlagworte oder Tags eine Art Etikett, welches man an eine Meldung heften kann. Das hat den Effekt, dass man zum Beispiel im Nachhinein gezielt nach Meldungen mit einem Label suchen kann. Dies kann beim Sichten und Sortieren der Meldungen oder beim Erstellen von Reportings helfen. Zusätzlich können Sie mit Hilfe von Labels aber auch Analysen über Ihre Meldungen laufen lassen, um Ihre Medienresonanz noch detaillierter auswerten zu können. Die Arbeit mit Labels macht jedoch nur wirklich dann Sinn, wenn auch Labels angelegt und diese auch Meldungen zugeordnet wurden. Um diese anzulegen und zuzuweisen, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Erstens die manuell angelegten Label, die in diesem Tutorial vorgestellt werden. Bei den manuellen Labels muss immer der Benutzer, also Sie, eine Aktion auf der Meldung durchführen. Und zweitens, wir haben noch die automatisch zugewiesenen Labels. Was automatische Labels sind und wie man sie anlegt und einsetzt, ist Teil eines anderen Tutorials, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Darüber hinaus stellt Ihnen auch Landau Media Labels zur Verfügung, wenn Sie eine Medienanalyse oder einen Pressespiegel bei uns beauftragt haben. Sollten Sie daran Interesse haben, wenden Sie sich gerne direkt an unsere Kundenberatung. Auf die Besonderheiten dieser Labels gehen wir am Ende noch einmal kurz ein. Schauen wir uns nun an, wie Sie eine Meldung mit einem Label versehen können. Dazu gehen wir zunächst in die Labelverwaltung, in der alle Labels aufgelistet und hierarchisch organisiert sind. Die Verwaltung können Sie entweder oben rechts bei Einstellungen unter dem Menüpunkt Labels verwalten aufrufen oder über die linke Navigationsleiste, dort über das Kontextmenü rechts neben der Überschrift Labels. In dem Fenster der Verwaltung haben wir ganz oben dann zunächst die Möglichkeit, Labels selber anzulegen. Darunter werden alle einzelnen Labels und auch sogenannte Labelgruppen angezeigt. Das sind Ordner, in denen sich wiederum Labels befinden. Legen wir uns jetzt einmal ein paar Labels an, die wir dann an Meldungen anheften. Die Idee ist, dass wir Meldungen Labels mit einzelnen Orten zuweisen. Also lege ich als erstes das Label Ort an, das dann quasi wie ein Ordner funktionieren soll. Der sorgt dann dafür, dass ich in meiner Labelverwaltung langfristig nicht den Überblick verliere. Wenn ich nämlich keine Struktur in Form von Gruppenlabels anlege, werden sich meine Ortsnamen einfach alphabetisch in die lange Liste einsortieren und ich muss beim Verlabeln jedes Mal länger suchen. Im zweiten Schritt lege ich jetzt einfach mal ein paar Ortsnamen an und ordne sie beim Anlegen gleich in meinen Ordner Ort ein. Damit wird mein Label Ort automatisch zu einem Ordner und, wie wir sagen, zu einer Labelgruppe. Gut zu wissen, eine Begrenzung der Hierarchieebenen gibt es nicht. Sie können also theoretisch Ordner in Ordner in Ordner verschachteln. Dabei müssen Sie nur beachten, dass die gesamte Länge des Pfades maximal 100 Zeichen lang sein darf. Das heißt, konkret zählen nicht nur der Labelname selber, sondern auch die Titel aller übergeordneten Labelordner mit zu den maximal 100 verwendbaren Zeichen. Also konkret wären das Ordner, 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 Labelname. Wie lang Ihr Pfad ist, sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über ein Label auf einer Meldungskachel fahren. Unterm Strich sollten Sie also bestenfalls keine Überschriften oder ganze Sätze als Labelnamen vergeben. Das System schneidet nämlich ansonsten alles über 100 Zeichen ab und die Labels lauten in so einem Fall dann einfach gleich. So, und jetzt weisen wir einer Meldung einmal eines unserer eben angelegten Labels zu. Auch hier führen wieder mehrere Wege zum Ziel. In diesem Fall gibt es 3 Möglichkeiten. Welcher der beste und effizienteste für Sie ist, ergibt sich meistens spontan bei der Benutzung. Hier der erste Weg. Wählen Sie eine, mehrere oder alle Meldungen aus Ihrer Filterung aus. In der Toolbar oben rechts klicken Sie dann bitte den Button Labels zuweisen. Es erscheint der Label-Auswählen-Dialog und hier können Sie nun die gewünschten Labels ganz einfach mit einem Häkchen rechts versehen und dann zum Abschluss auf Übernehmen klicken. Fertig. Der zweite Weg, eine Meldung zu verlabeln,
führt über das kleine Plus-Symbol auf der Meldungskachel selbst. Damit verlabeln Sie jedoch dann nur eine einzelne Meldung. Noch ein Hinweis zur Meldungskachel. Wenn einer Meldung sehr viele Labels zugewiesen sind, dann können nicht alle auf der Meldungskachel dargestellt werden, da der Platz dort einfach begrenzt ist. Wenn es an einer Meldung weitere Labels gibt, erkennen Sie das an den 3 Pünktchen, die, wenn Sie sie dann anklicken, auch wieder den Label-Dialog öffnen und Ihnen eine Übersicht über alle zur Meldung ausgewählten Labels gibt. Kommen wir zum dritten Weg. Der ist nahezu identisch zum zweiten, nur dass wir das Label nicht auf der Meldungskachel vergeben, sondern von der Detailseite aus starten. Denn auch direkt auf der Detailseite finden Sie die Option, ein Label zuzuweisen, rechts unterhalb der Metadaten. Was passiert, wenn ich mal ein Label falsch vergeben habe? Wie werde ich die Labelzuordnung nachträglich wieder los? Nun, das Entfernen ist bei allen 3 Optionen gleich und läuft exakt so ab wie das Hinzufügen. Nur, dass Sie dieses Mal halt den Haken in der Checkbox entfernen, statt ihn hinzuzufügen und dann auf Übernehmen klicken. Und jetzt ist das Label auch schon von der Meldung entfernt. Kommen wir nun zu den Konfigurationsoptionen, die Sie entweder in der linken Navigationsleiste oder oben rechts unter Labels verwalten finden. Neben dem Anlegen der Labels kann ich Labels hier auch nachträglich umbenennen oder sie ganz löschen. Legen wir noch einmal ein Testlabel an. Das Label wird jetzt angelegt. Kurze Zeit später taucht es auch schon in der Labelbibliothek auf. Jetzt benenne ich es einmal um und lösche es direkt. Wenn ich ein Label bereits an Meldungen angeheftet hatte und es dann hier in der Verwaltung lösche, wird es ähnlich wie beim Entfernen auch direkt von allen Meldungen entfernt, die dieses Label einmal hatten. Bevor die Aktion ausgeführt wird, erscheint aber nochmal eine Sicherheitsabfrage. Grundsätzlich sollten Sie wissen, dass ein Label immer an einen Auftrag gebunden ist. Wenn Sie also im Team gemeinsam an einem Auftrag arbeiten, tauchen Ihre Label auch in allen Accounts der Kollegen, die diesen Auftrag bearbeiten, auf. Ihre Labels sollten also bestenfalls selbsterklärend und für alle Beteiligten nachvollziehbar und sinnvoll sein. Wenn Sie aber trotzdem bestimmte Labels der Kollegen stören oder Sie auch eigene Labels immer nur an bestimmten Stellen im Media-Account sehen möchten, können Sie das individuell pro Label aussteuern und das störende Label dauerhaft ausblenden. Diese Anpassungen sind dann auch nur in Ihrem persönlichen Account hinterlegt, sodass Sie damit die Arbeit der Kollegen nicht beeinflussen. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu gehen wir wieder in die Labelverwaltung und klicken rechts neben dem Label Berlin auf die 3 Punkte und wählen im Kontextmenü jetzt den Punkt Einstellungen. Über den Einstellungen erscheint auch der Hinweis, dass diese Einstellungen dann wirklich nur für Ihren Account unabhängig von den Aufträgen und Meldungen gelten. Jetzt können wir zum Beispiel die Farbe ändern. Damit können bestimmte Labels optisch hervorgehoben werden und Sie können diese Farbauswahl aber auch jederzeit wieder zurücksetzen auf den Standardwert. Unter Anzeige können Sie die Sichtbarkeit des Labels einstellen. Arbeiten Sie mit vielen Labels, so kann es sinnvoll sein, einige auszublenden. Das bedeutet, dass die Labels dann nicht direkt auf der Kachel zu sehen sind. Stattdessen signalisieren dann 3 Punkte, dass es zu dieser Meldung ausgeblendete Labels gibt. In der Verwaltung erkennen Sie so ein ausgeblendetes Label unter anderem durch die Darstellung in hellem Grau. In der linken Navigation und im Filter ist dieses Label dann nicht mehr sichtbar. Unter dem Hauptpunkt Anzeige gibt es noch weitere Optionen. Überall anzeigen. Das ist standardmäßig aktiviert und sorgt dafür, dass ein manuell angelegtes Label überall sichtbar ist. Das bedeutet, es ist in der linken Navigation und im Filter direkt unter dem Menüpunkt Labels zu finden. Die nächste Option, nur unter Menüpunkt Weitere anzeigen, versteckt das Label unter Weitere, sodass es erst auf den zweiten Blick sichtbar ist. Nur anzeigen, wenn Meldungen zugewiesen sind. Bei Aktivierung dieser Option erscheint das Label in der linken Navigation und in dem Suchfilter nur dann, wenn es auch einer Meldung wirklich zugewiesen wurde. Ansonsten bleibt es verborgen unter Weitere.
Die letzte Option lautet, dieses Label Meldungen zuweisen können. Die Option hilft Ihnen bei der Arbeit mit vielen Labels die Übersicht zu behalten und bietet sich beispielsweise für übergeordnete Labelgruppen an, deren Hierarchie nicht auf der Kachel sichtbar sein soll und auch nicht in der Auswertung der Insideboards auftauchen soll. Ich wechsle jetzt mal auf das Label Ort. Wenn ich das Häkchen hier in den Einstellungen deaktiviere und jetzt im Nachgang einmal versuche, es einer Meldung zuzuweisen, dann gibt es jetzt dort nicht mehr die Möglichkeit, es auszuwählen. Zum Schluss noch ein Wort zu den eingangs erwähnten Produktionslabels, die von Landau Media generiert werden, wenn Sie bei uns einen Pressespiegel oder eine Analyse beauftragt haben. Diese Labels können zwar konfiguriert, aber nicht gelöscht oder editiert werden. Sollten Sie hierzu Anpassungswünsche haben, wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberatung, die eine entsprechende Änderung für Sie veranlassen können. Wenn Sie Pressespiegel bei uns beauftragt haben, finden Sie die Pressespiegel-Rubriken und Ausgaben unter dem Menüpunkt Weitere. Zum einen in der linken Navigation und zum anderen oben im Suchfilter. Sie sind auf der Kachel nicht direkt sichtbar, sondern verborgen hinter den 3 Pünktchen. Analysethemen finden Sie unter dem übergeordneten Begriff Rubrik in der linken Navigationsleiste und auch wieder oben im Suchfilter. Auf der Kachel sind sie standardmäßig sichtbar und bei einem Mouseover über das Label mit einem Tooltip gekennzeichnet, durch Rubrik Schrägstrich und dann den Namen der Rubrik. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit den Labels. Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.